Manchmal ist es so frustrierend. Es gibt eine Klimalösung, kein Scheiß, die für 2% unserer menschengemachten Klimaerhitzung zuständig ist und die wir morgen schon aufhören könnten. Es ist alles dafür da. Das Problem ist nur, die den Hebel umlegen könnten, sind die Flugindustrie. Und die macht's einfach nicht, obwohl sie alles dafür hat. Ich persönlich habe das für einen Blödsinn gehalten. Unsere Bundesregierung gibt denen auch noch Steuergeschenke. Wir wollen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Luftverkehrsindustrie in Deutschland wieder zunimmt. Und zwar um einen Betrag, der deutlich höher ist als das, was dieser Hebel kosten würde. Nämlich, dass sie keine Kondensstreifen mehr in den Himmel malen. Und weil mich das so frustriert oder von der anderen Seite auch begeistert, dass da dieser Hebel ist, höre ich jetzt nicht auf, darüber zu sprechen. Wir machen das jetzt zu unserer Mission. Solange bis dieser Hebel umgelegt ist, geben wir keine Ruhe. Und ihr könnt dabei sein. Aber erstmal, worum geht es hier überhaupt? Im letzten Video haben wir ja schon darüber gesprochen, dass diese weißen Linien hinter Flugzeugen zu Cirruswolken werden können, die so ungefähr 2% der gesamtmenschlichen Klimawirkung momentan ausmacht. Also wirklich, wirklich groß. Und das Spannende ist, die entstehen nur unter sehr bestimmten atmosphärischen Bedingungen, die wir sehr leicht umfliegen könnten. Einer der Zuschauenden im letzten Video war Raimund Zopp. Und Raimund Zopp ist der Geschäftsführer von einer der 5 großen Flugplanungsprogrammen, mit denen große Airlines ihre Flugrouten eben planen, sodass die möglichst kosteneffizient sind. Und Raimund hat mir geschrieben und mir angeboten, wir können mal einen Call machen, wo er mir alles darüber erzählt, was er weiß und mir auch mal seine Software zeigt. Auf der linken Seite ist jeder dieser orangenen Vierecke ein Flug und auf der rechten Seite sind all die Flugdetails dazu. Und da sehen wir unten auf der Karte schon auf einer Kartenebene, in welchen Gebieten die Wahrscheinlichkeit für Kondensstreifen sehr viel höher ist. Da sieht man mehrere Flugstrecken. Eine davon ist die Vermeidungsvariante und eine ist die Variante, die die Contrails nicht vermeidet. Und da haben wir einen Vertikalquerschnitt durch die Route. Also man sieht, diese grüne Route, da geht es da voll durch die Contrails durch, würde also jede Menge Persistent Contrails erzeugen. Und wie man da oben in der Vergleichstabelle sieht, 632 Tonnen CO2-Äquivalent an Contrail-Erwärmung erzeugen. Treibstoff verbraucht dieser Flug 9 Tonnen. Das sind also mal 3, 27 Tonnen klassisches CO2, das also durchs Verbrennen des Treibstoffs entsteht. Das heißt, die Contrails produzieren 20 mal so viel Erwärmung wie der Treibstoff in dem Fall. Und wenn ich jetzt die Vermeidung mache, dann habe ich da eine Variante. Da sieht man schon, der fliegt ein bisschen tiefer, geht da drunter, fliegt auf eine etwas andere Route. Mhm. Also sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen fliegt man dann Umweg. Genau. Und wenn man da schaut, haben wir nur mehr 1 Tonne CO2-Äquivalent. Boah, ist das ein Riesenunterschied. Und haben dafür 200 Kilogramm mehr Sprit verbraucht. Also wirklich, wirklich minimal in Relation zu dem, was damit erreicht wird. Und der Vergleich ist wirklich bemerkenswert. Hier haben wir nämlich mal ganz, ganz konkrete Zahlen, wie viel mehr an Treibstoff verbraucht werden würde und wie viel mehr an CO2 dadurch versus wie viel CO2-Äquivalente durch Kondensstreifen vermieden werden würden. Es gibt weltweit 5 große Anbieter in dem Bereich, die also die großen Airlines abdecken können. Haben jetzt in den USA schon 70% Marktanteil. Also alle großen amerikanischen Airlines fliegen mit unserem System. Aber operativ eingebaut, so wie wir, hat sonst keiner. Das sind wir eindeutig die Einzigen. Weil unser System ist jetzt so weit, dass es alle Kunden im Grunde benutzen könnten. Es ist verfügbar. Wer will, kann es einsetzen. Wir verlangen auch kein extra Geld dafür. Das heißt, da ist irgendwo eine Checkbox dahinter, wo sie sagen, bitte Kondensstreifen vermeiden, anschalten, Ja. so ungefähr. Ja. Die müssten einfach nur Klick auf eine Checkbox machen und würden Contrails vermeiden. Also Kondensstreifen wären dann ein Ding der Vergangenheit. Sie müssten es einfach machen. Machen sie aber nicht. Da frage ich mich, wenn wir es nicht mehr schaffen, diese Kondensstreifen loszuwerden, was über Nacht gehen würde, ohne Aufwand, mit vergleichsweise geringen Kosten, wie wollen wir denn dann irgendwie von den Fossilen wegkommen und sowas viel, viel aufwendiger wäre? Das nervt mich einfach tierisch, weil es scheinbar manchen Firmen echt egal ist, was mit der Zukunft von unserem Planeten ist. Wer ist denn momentan so die Bremse in dem ganzen System? Große Airlines. Die lobbyiert massiv gegen diese Sachen. Warum? Aus Unverständnis, wenn du mich fragst. Man müsste wirklich mit den CEO-Level ins Gespräch kommen und dort das Bewusstsein verstärken, was da eigentlich möglich wäre. Ihr wisst, normalerweise geht es hier auf dem Kanal primär um optimistische Geschichten, Klimalösungen, um Menschen anzustecken, da mitzumachen. In dem Fall ist es aber anders, weil man da nicht einfach mitmachen kann. Da liegt es einfach an diesen paar Firmen, was dagegen zu tun. Und deswegen haben wir uns jetzt die Mission gegeben von Beyond Content, da nicht Ruhe zu geben, bis dieser Hebel umgelegt ist. Und
Mal ehrlich, wie cool wäre das, wenn wir hier zusammen, also ihr und wir, zusammen es schaffen, dass dieser Hebel umgelegt wird. Was werden wir jetzt also tun? Erstmal, ich werde andere Medienschaffende kontaktieren, in der Hoffnung, dass die das genauso interessant finden und selbst publizieren, damit einfach mehr und mehr Menschen davon erfahren. Das kann YouTube, Presse, Fernsehen, alles Mögliche sein. Hauptsache, dieses Thema wird publik. Dann schauen wir uns an, ob wir eine Petition starten können. Wenn ihr da mitmachen wollt, kommt es in folgenden Videos. Dann versuchen wir herauszufinden, wie wir auf die Politik einwirken können, indem wir auf Lobbyisten zugehen und von denen lernen. Und als letzten Baustein, ich möchte einfach mal sehen, wie das vor Ort abläuft. Also versuche ich mal in eine Airline reinzukommen, die das tatsächlich schon tut oder die ersten Versuche dahingehend unternimmt. Und ich möchte mal neben so einem Dispatcher sitzen und also die Flugrouten dann genau planen mit der Software und sehen, wie er oder sie das macht und wie die auf diese blöde Checkbox klicken, dass wir tatsächlich Contrails vermeiden. Das ist, was passieren wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert. Aber noch viel wichtiger, wenn ihr noch bessere Ideen habt oder andere Ideen, was wir tun können, um die Airlines dazu zu bewegen, keine Kondensstreifen mehr in den Himmel zu malen, die unsere Erde heißer machen, dann lasst uns sprechen. Entweder in den Kommentaren oder noch besser, ihr kommt mit in unsere Discord-Gruppe, die Beyond Community. Da können wir uns nämlich direkt austauschen und zusammen überlegen, wie wir das hinkriegen. Stellt euch mal vor, wie cool das wäre, wenn wir das schaffen, dass dieser Hebel umgelegt wird. Und mit wir meine ich nicht nur uns, denn auch das erste Video basierte ja in weiten Teilen auf der Arbeit von Hannah Ritchie, aber wenn wir dazu beigetragen haben, unseren Teil dazu getan haben, dass dieser eine Hebel umgelegt wird. Und dann suchen wir uns den nächsten, okay? Seid ihr dabei? Ab in die Kommentare mit euch. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Lasst uns da was tun. Die Flugindustrie braucht uns. I guess. Warum ist das generell nicht bekannter? Weil sich niemand findet, der es bekannt macht.